Ich habe das mal ausgerechnet, Leute, ne? Meine Milchmädchenrechnung hier. Hey Leute, habt ihr einmal darüber nachgedacht, wie viel Geld wir für Tampons und Binden ausgeben? Perioden sind zwar nicht immer das Highlight des Monats, aber eins ist sicher, sie kosten eine Menge. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Geld ich so in den letzten Jahren gespart habe und war doch echt überrascht. Ich praktiziere die freie Menstruation und gelegentlich benutze ich Periodenslips, deswegen ist das nur eine vereinfachte Darstellung. Ich berechne auch nur eine Tampongröße und keine 3 oder 4 Größen. Natürlich variieren die Preise je nach Hersteller und Marke, aber selbst wenn ihr günstige Produkte kauft, summiert sich das ja über die Jahre und im Vergleich dazu komme ich eigentlich ganz gut weg. Eine Frau soll im Laufe ihres Lebens ca. 10.000 bis 17.000 Tampons oder Binden verbrauchen. Eine britische Studie hat herausgefunden, wie viel Geld Frauen eigentlich so im Monat für Hygieneprodukte ausgeben. Und dazu zählen natürlich nicht nur Tampons und Binden, sondern mögliche Schmerzmittel, Hygieneprodukte allgemein. Insgesamt summieren sich die Ausgaben auf 540 Euro pro Jahr. Auch in Deutschland ist die Menstruation teuer, denn laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 hat jede 4. Frau Schwierigkeiten, die Kosten für Menstruationsprodukte zu decken. Ich bin auch der Meinung, dass die Menstruation etwas zu teuer ist und vor allem stehen wir ja nun nicht vor dem Regal und sagen, ja gut, dann eben nicht, dann heute keine Periode oder erst in 6 Monaten, das suchen wir uns ja nicht aus. Von daher bin ich der Meinung, die Periode darf einfach kein Luxus sein oder kein Luxus werden für alle, ne, für alle. Ich habe das mal ausgerechnet, Leute, ne, meine Milchmädchenrechnung hier. Ich habe eine Periodenlänge von 6 Tagen und würde um die 23 Tampons benötigen. 23 mal 12 ergibt 276 Tampons. Ich habe mich für ein Markenprodukt entschieden, da kosten 36 Tampons, normale Größe um die 5 Euro. Und davon würde ich im Jahr 7,6 Packungen verbrauchen. Da ich aber keine Bruchteile einer Packung kaufen kann, runden wir auf 8 Packungen. 8 mal 5 ergibt 40. Ich würde also für eine Tampongröße oder für meine Tampons 40 Euro pro Jahr ausgeben. Mit der freien Menstruation wird das alles komplexer, finde ich. Würde ich sie nur praktizieren, dann hätte ich keine weiteren Kosten, aber ich benutze ja gelegentlich Periodenslips. Und mit gelegentlich meine ich, manchmal vergehen Monate, da brauche ich keine und manchmal benutze ich sie dann wieder häufiger. Deswegen kürze ich das ab. Ich habe einmal die Periodenslips berechnet, auch da variieren die Preise sehr stark. Ich habe 6 Stück hier, à 25 Euro. Ergibt 150 Euro. Das sind einmalige Anschaffungskosten für die nächsten 3 bis 5 Jahre, denn ich kann sie ja bis zu 5 Jahre tragen. Und das muss ich berechnen. Da ich sie aber nur ein Drittel benutze, musste ich da so ein bisschen weiterrechnen. Also im ersten Jahr würden mich die Periodenslips dann 22 Euro kosten. 40 Euro für Tampons minus 22 Euro ergibt ein Ersparnis von 18 Euro. Wenn ich jetzt auf die freie Menstruation verzichten würde und 5 Jahre Periodenslips trage, müsste ich die Waschkosten neu berechnen. Allerdings bleibt der Anschaffungswert oder bleiben die Anschaffungskosten, denn ich kann sie ja 5 Jahre tragen, vielleicht auch ein bisschen länger, ne? Wer weiß, aber 5 Jahre geht. So, das heißt, die Tamponkosten gehen dann nach oben, 5 mal 200, 5 mal 40 sind 200, minus 150 ergibt 50 Euro. Ich hätte ein Ersparnis von 50 Euro in den 5 Jahren. Es ist eine gute Alternative für mich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gespart habe, dass da aber noch mehr geht. Denn mittlerweile gibt es Periodenslips ab 15 Euro. Ich habe letztens welche gekauft. Die Rechnung würde nicht aufgehen, wenn ich Periodenslips in Wert von über, keine Ahnung, 300, 400 Euro hätte. Ne? Irgendwann ist dann auch Schicht im Schacht. Kommt immer darauf an, wie viel man dann auch für Periodenprodukte ausgibt. Aber klar, man muss da so ein bisschen rechnen. Und wie gesagt, das ist nur meine Rechnung, meine vereinfachte Darstellung. Und jede Periode ist individuell oder Perioden sind individuell. Es gibt Frauen, die benötigen mehr Tampons. Die Periodenslips gehören auch nicht in den Trockner, weil sonst hast du nämlich nicht lange was von. Ne? Vielleicht nur 3 Jahre. Also man muss da schon so ein bisschen auf die Pflege achten. Aber ich kann auch verstehen, wenn einige das Gefühl nicht mögen, ne? Das Tragegefühl oder vielleicht die Slips nicht auswaschen möchten, denn das musst du tun. Sie müssen nicht sofort in die Waschmaschine, das mache ich nicht. Ich sammle sie mit der anderen Wäsche und dann ab.
Ne, dann wird gewaschen. Sie müssen halt unter klarem Wasser ausgespült werden, unter kaltem Wasser. Ganz wichtig. Und ja, es ist eine umweltfreundlichere Alternative, aber das ist nur ein Beispiel. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, ne? Wie zum Beispiel die Menstruationstasse. Ich erinnere mich immer wieder daran, wenn ich an meinen Kaktus vorbeigehe. Also ich bin Kakteenliebhaberin, ne? Und jeder, der sich mit Kakteen auskennt, weiß, wie lange es braucht, bis sie groß werden. Jahrzehnte teilweise. Ne? Und mein Kaktus ist fast 20 Jahre. Ne? Nicht aber fast 20 Jahre alt und hat eine Größe von über 80 Zentimeter. Ich habe letztens einfach mal gegoogelt, wie teuer der denn ist. Ne? Wie viel müsste ich bezahlen, wenn ich den Kaktus haben möchte? Das ist mein Periodenprofit-Prachtstück. Das ist mein Tamponsparer-Titan. Ich erinnere mich immer wieder daran, weil auch wenn ihr das nicht so glaubt, ne, aber es ist ja so, dass die Periode frisst. Ne? Sie schont nicht immer unseren Geldbeutel, außer wir schauen vielleicht mehr auf die Preise oder wir suchen uns andere Möglichkeiten, Alternativen. Habt ihr eure Periode schon einmal berechnet? Das würde mich ja mal interessieren. Habt ihr hohe Kosten? Habt ihr niedrige Kosten? Habt ihr gar keine Kosten? Hinterlasst mir sehr gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Und das war's. Ich sage auf Wiedersehen. Ne? Ja, habt eine schöne Woche. Macht es gut.